Hi an alle. Es haben sich tatsächlich ein paar Leute ein neues deutsches Video gewünscht. Ich finde, das hört sich immer so mega strange an, aber vielleicht kann es dem einen oder anderen beim Deutschlernen weiterhelfen. Obwohl ich dazu sagen muss, dass meine Sätze nicht immer extrem eloquent sind und mir auf jeden Fall das ein oder andere englische Wort aus dem Mund rutschen wird. Englische Untertitel gibt es auch, sowie deutsche Captions, das könnt ihr am Fenster unten rechts einstellen. Genau, das wär's dann fürs Intro. Und jetzt folgt ein 3-tägiges veganes Food Diary. Montagmorgen ging bei mir, wie jeder andere Tag auch, erstmal mit Tee los. Das hier wäre der Fresh Glow Kräutertee von Kappa. Den kann ich besonders empfehlen, wenn ihr gerne Ingwer und Zitronengras und sowas mögt. Zum Frühstück habe ich mir endlich mal wieder Dinkelgrießbrei gegönnt. Dafür habe ich erstmal etwas vegane Milch in einem meiner beiden winzigen Töpfe auf mittelhoher Stufe erhitzt. Ich glaube, das war die ungesüßte Sojamilch von Alpro, wenn ich mich recht erinnere. Genau, sobald das anfängt zu kochen, kippe ich hier den Grieß dazu, rühre das schnell ein und dann drehe ich die Hitze auf mittelschwach. Wie sagt man das? Medium-Low Heat. Der Brei sollte dann so, sagen wir mal, 3 Minuten kochen, während ihr immer mal wieder umrührt, damit nichts anbrennt. Anschließend gebe ich hier eine Prise Salz hinzu, etwas Apfel-Birnenmark. Das gibt dem Ganzen eine schöne, natürliche Süße. Für mich gehört an Grießbrei immer so ein bisschen Zitronen- oder Orangenschale ran. Dann habe ich den Topf von der heißen Platte genommen und nochmal alles gut umgerührt. Nach einem kurzen Taste-Test noch etwas Reissirup hinzugetan. Es war dann doch nicht ganz süß genug für mich. Genau, und bei den Toppings habe ich mich entschieden für gefrorene Himbeeren, Kokosjoghurt, geschälte Hanfsamen und Kokoschips. Ich liebe einfach die Farbpalette dieses Frühstücks. Und es war auch mega lecker. Die Beeren tauen so schön langsam auf mit dem heißen Brei. Dann habe ich ein bisschen was für mein letztes Video gefilmt, und zwar ein Fenchel-Apfeltee. Das Rezept dafür steckt eigentlich schon im Namen. Also die Mische ist in etwa 2 Drittel Anis-Fenchel-Kümmeltee von DM und 1 Drittel Apfelsaft. Kann man gut trinken, ist echt sehr gemütlich. Und dazu hatte ich noch diesen Snack hier, der auch in dem gleichen Video auftaucht. Maiswaffeln mit schwarzem Bohnenaufstrich, einer halben Avocado, Zitronensaft und Chili Flakes. Das genaue Rezept für hier werde ich verlinken in der Beschreibung. Das hat mich dann aber nicht super lange satt gemacht und deswegen habe ich kurz danach den restlichen Becher Kokosjoghurt gegessen, zusammen mit dem restlichen Birnen-Apfelmark, weil das musste weg. Außerdem 2 Teelöffel Erdbeer-Vanille-Proteinpulver. Das erinnert mich total an das Kaba-Erdbeerpulver. Das habe ich so weggetrunken als Kind. Weil ich da oft viele Fragen zu bekomme, also zu dem Proteinpulver, nicht zu dem Erdbeer-Kaba. Das hier sind die Sorten, die mir persönlich am besten schmecken. Ob das jetzt fitnesstechnisch auch das beste vegane Proteinpulver auf dem Markt ist, weiß ich nicht, aber ich mag es ganz gerne. Zum Joghurtmix habe ich da noch etwas von diesem Vollkornflex von Köln dazu getan. Ja, sobald man einfach noch irgendwo etwas Crunch braucht, ist das sehr zu empfehlen, weil es hat nicht so einen starken Eigengeschmack, schmeckt halt nach Getreide. Und dann sind wir auch schon beim Abendessen angekommen. Hier habe ich erstmal ein paar rote Linsen gekocht, beziehungsweise beinahe überkochen lassen. Ich liebe rote Linsen. Ich koche die normalerweise in ungefähr der doppelten Menge Wasser für etwa 20 Minuten, bis die so schon richtig breiig sind. In der Zwischenzeit habe ich dann noch ein bisschen Couscous vorbereitet. Alles, was man dafür machen muss, ist das doppelte Volumen an kochend heißem Wasser über den Couscous zu gießen und das Ganze 6 bis 10 Minuten stehen zu lassen. An Gemüse hatte ich hier Pak Choi. Ich habe den einfach in mundgerechte Stücke geschnitten und in einer Pfanne mit einem Schuss Wasser bei mittlerer Stufe für ungefähr 5 Minuten so vor sich hin garen lassen. Anschließend habe ich sowohl die gekochten Linsen als auch den Pak Choi mit Zitronensaft und Pommesgewürz gewürzt. Und dann mein Teller angerichtet, also Couscous, Linsen, das Grünzeug, den veganen Feta der Marke Betta, etwas veganen Kimchi, den werden wir in diesem Video noch ein paar Mal sehen, und einen Klecks Gartenkräuteraufstrich von DM. Der ist auf der Basis von Sonnenblumenkern und schmeckt sehr lecker.
Als Dessert hatte ich dann noch einen Apfel mit einem großen Löffel Mandelmus, der sich teilweise ein bisschen unter den Apfelstücken versteckt und deswegen nach nicht so viel aussieht, aber da war ordentlich viel Mandelmus. Am Dienstag hatten Artemis und ich ein kleines Frühstücksdate. Arti schwört auf folgende Kombination: Off-Brand Cineminis, die hier sind von Edeka, angeblich sollen die von Rewe besser schmecken, kann gut sein. Und dazu Nougat Bits. Wir haben uns tatsächlich getroffen, um genau diese Art von Müsli-Kombination zu essen. Also das war der Tagesplan. Und ich hatte 2 Schüsseln davon. Um noch wenigstens ein paar Nährstoffe aufzunehmen, haben wir außerdem noch Joghurt und Obstschüsseln gehabt. Es war alles in allem ein gelungener Start in den Tag. Oh mein Gott, hier haben wir uns über die Erinnerungsfunktion unserer Handys kaputt lachen müssen. Einfach diese Dia-Shows, die dein Handy erstellt, irgendwelche willkürlichen Bilder hinterlegt mit Musik. Nach einem leichten, zu erwartenden Zuckercrash hatte ich dann später etwas Dinkelbrot aus dem Gefrierfach, was unglaublich deutsch von mir ist, ich weiß, welches ich im Ofen auftauen bzw. toasten musste, weil ich keinen Toaster habe. Jetzt lass es drin. Diese Hintergrundmusik und das ist Brot. Da kam dann die halbe Avocado drauf, die ich noch übrig hatte. Noch mehr veganen Feta, eingelegte Tomaten und ein bisschen zerrupften Spinat. Ja, dann mussten wir auch irgendwie unseren Cornflakes-Beutefang gerecht aufteilen. Oh, spannende Frage. Was seid ihr? Team Cineminis oder Team Nougat Bits? Okay, Abendessen. Diese Zwiebel sah überraschenderweise von innen noch ganz gut aus. Ich habe sie in einer Pfanne mit ein wenig Olivenöl bei mittlerer Hitze für etwa 6 Minuten glasig gebraten. In der Zwischenzeit habe ich schon gesagt, was ich hier mache? Rührtofu. Also in der Zwischenzeit habe ich einen Block Naturtofu in einer großen Schüssel mit den Händen zerbröselt. Da dann 1,5 Esslöffel Maisstärke hinzugegeben und das erstmal gut verrührt, bevor die restlichen Zutaten hinzukamen. Hefeflocken, geräuchertes Paprikapulver, Pommesgewürz, Weißweinessig, Salz. Und dann am Ende noch ungesüßten Natur-Sojajoghurt. Ach genau, außerdem noch ein bisschen Kurkuma für die gelbe Farbe. Dann habe ich den Tofu zu der Zwiebel gegeben, die Temperatur eine Stufe höher gestellt und alles für so 5-6 Minuten gebräunt. Aus irgendeinem Grund hat das Anbraten erst richtig geklappt, als ich zu einem Holzlöffel gewechselt habe. Dann kam da noch Kimchi hinzu und 2 Handvoll frischer Spinat. Kimchi funktioniert in so vielen Gerichten meiner Meinung nach einfach als extremer Geschmacksverstärker. So lecker. Ich habe 2 Tortillas hier kurz warm gemacht und dann den Tofu dazu gegessen. Außerdem hatte ich noch Karottensticks, DM Gartenkräuteraufstrich und ganz viele von diesen kleinen sauren Gurken. Tag Nummer 3. Mittwoch. Ich habe am Abend zuvor genau 8 Datteln eingeweicht und zwar für ein neues, sehr zu empfehlendes Rezept. Erdnussbutter Raw Nola. Also rohes, ungebackenes Granola. Und das Coole ist, es gibt eigentlich nur noch einen Arbeitsschritt. Alles in einem Food Processor zerkleinern. Die eingeweichten Datteln ohne Wasser, Haferflocken, Sesam, Salz, geschrotete Leinsamen, Erdnussbutter, Vanille und irgendeine Flüssigkeit. Ich habe jetzt Apfelsaft genommen. Ja, es reicht eigentlich, nur ein paar Mal auf Post zu drücken, 1-2 Mal an den Seiten alles runterzukratzen. Ich habe hier noch eine Handvoll geröstete Erdnüsse dazu getan und dann noch was von diesen Vollkornflex-Dingern. Echt wirklich, wirklich lecker. Und das Zeug hält schon so 4-5 Tage im Kühlschrank.
Fürs Mittagessen habe ich 2 Blöcke Dinkel-Mie-Nudeln gekocht. Vielleicht erinnert ihr euch an die. Ich hatte die noch übrig gehabt vom 10-Minuten-Lunch-Video. Und währenddessen habe ich ein bisschen Gemüse geschnippelt, und zwar eine Zucchini und den restlichen, mittlerweile etwas traurig aussehenden Pak Choi. Ich habe beides gleichzeitig in die heiße Pfanne mit ein wenig Öl gegeben und alles für 6-7 Minuten auf mittelhoher Stufe gedünstet. Also ich habe die Zucchini nicht komplett durchgaren lassen. Ich wollte nur, dass sie ein bisschen Farbe abbekommt. Hier gebe ich gerade etwas Zitronensaft hinzu, Chili Flakes. Ich habe die Nudeln abgegossen und sie mit Fertigsoße vermischt. Und Hefeflocken, nicht zu vergessen. Für einen Nachmittagssnack habe ich zunächst eine Karotte geschält. Man könnte meinen, Karotte, bestes Gemüse. Von meinem letzten Haul-Video war noch dieser Simply wie Mandelquark im Kühlschrank. Ungeöffnet, aber seit 3 Tagen schon abgelaufen. Hat aber ganz normal, ganz passabel geschmeckt. Obwohl die Konsistenz nicht mehr ganz so fest war wie normalerweise. Isst sie jetzt wirklich Karotte mit Joghurt? Ja, es ist zwar ein Gemüse, es schmeckt aber irgendwie süß. Meiner Meinung nach kann man Karotte gut mit Müsli oder mit etwas Erdnussbutter, Granola zum Beispiel und Ahornsirup verspeisen. Mein Abendessen war jetzt nicht super spannend. Ich hatte ja 2 Portionen Nudeln gekocht zu Mittag und hatte dann einfach die zweite dann gegessen und auch mit dem restlichen Gemüse von vorhin. Habe eine Schüssel frischen Spinat hinzugegeben und ungefähr einen halben Block Naturtofu, um das Ganze noch ein bisschen sättigender, ist das ein Wort, zu machen? Sättigender. Genau, und dann habe ich auch noch den restlichen Kimchi aufgebraucht. Als Nachspeise hatte ich dann noch meinen restlichen Mango-Soja-Joghurt, Joghurt und Nudeln. So lässt sich der Mittwoch gut zusammenfassen. Und das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch trotz der ungewohnten deutschen Stimme Spaß gemacht zuzuschauen. Vielen Dank fürs Hiersein, fürs Kommentieren. Nächste Woche dann wieder auf Englisch. Bis bald und wie man im Deutschen so gerne so schön sagt, ciao mit TSCH. Bis zum nächsten Mal.